Stadtführungen in Sachsen-Anhalt sind die mitunter ein bisschen spezieller. Das ist die erste Stadtführung, vor der ich richtig ein bisschen Bammel habe, muss ich sagen. Ja, hier gab es auch Mord und Totschlag. Hier bei Hinreisen zeige ich euch 3 Tipps für 3 tolle Event-Stadtführungen. Oh Gott sei Dank, er hat keinen Beil dabei. Da gibt's mal was für die ganze Familie, mal was Leckeres für den Gaumen und es gibt auch was zum Gruseln. Also hier an dieser Stelle wurde das Ertränken durchgeführt. Kommt gerne mit, quer durch Sachsen-Anhalts Städte. Lasst euch inspirieren, vielleicht ist was für euch mit dabei. Wir besuchen noch Bernburg und Salzwedel, starten aber erstmal hier in Aschersleben. Halloween lässt grüßen. Boah, ich habe Herzklopfen heute. Es ist die erste Stadtführung, vor der ich richtig ein bisschen Bammel habe, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was uns heute erwartet. Ich weiß nur, es wird schaurig. Denn der Stadthenker wartet auf mich. Ach, da ist er ja. Oh Gott sei Dank, er hat keinen Beil dabei. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in Ich bin Marc, Aschersleben. hallo, danke schön. Ich bin gerade richtig, jetzt fällt ein Stein vom Herzen. Ich dachte jetzt hier, vermummt und mit Beil und so, heute wird's gefährlich. Das ist ein finsterer Aberglaube. Die Ascherslebener oder auch überhaupt die Henker, die hatten nie eine Vermummung. Die hatten es gar nicht nötig, sich zu vermummen, weil sie einfach Bürger der Stadt waren. Und der Ascherslebener Henker zum Beispiel hatte auch niemals ein Beil zum Töten, sondern er hat mit dem Schwert gerichtet. Führungen beginnt Andreas meist an der Margaretenkirche. Das hat seinen Grund. Hier ist die Stelle, an der Sebastian Ziesig, der Henker des Anfang des 17. Jahrhunderts hier in Aschersleben begraben ist und wo er auch im Jahre 2003 wieder auferstanden ist, weil man hier sein Grab entdeckt hat. Das Grab war mit weißem Sand ausgestreut. Eine Art Reinigungsritual kann man vermuten, dass also die schwarze Seele dieses Manns dann vielleicht dann doch in den Himmel aufsteigen kann. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Die Menschen waren damals ziemlich abergläubisch. Der Stadthenker war somit nicht nur der Mann fürs Grobe. Er war auch Chirurg und Heilsbringer mit Leichenteilen. Die Magie der damaligen Zeit. Also wer zum Beispiel das Fingerknochen eines Gehängten in seinem Portemonnaie hatte, der hatte nie Geldnot. Oder wenn Frauen dringend eine Schwangerschaft sich wünschten und es nicht geklappt hat, war das Schama eines Hingerichteten ein Indiz dafür, dass man also schnell schwanger werden konnte. Oder ähnliche Dinge, die ganz einfach nur er hatte. Das Blut eines frisch geköpften wurde zum Beispiel dafür auch eingesetzt, um die Epilepsie oder die Fallsucht, wie man es damals nannte, zu heilen. Jetzt habe ich richtig Appetit bekommen, danke. Andreas führt mich an Plätze für Schauergeschichten. Mitten in der Stadt zeigt er mir diese historische Gerichtsstätte. Halloween-Fans sollten sich diesen Ort gut merken. So, und welche Horrorstories haben sich hier in diesem Kreise ereignet? Also hier an dieser Stelle wurde zur damaligen Zeit, das heißt also, ich spreche ganz konkret von dem Jahre 1657, das Ertränken durchgeführt. Marie Krause, sie war eine sogenannte Soldatenhure, hatte also mit mehreren Soldaten geschlafen, von einem der Soldaten auch bereits ein Kind und hatte nun mittlerweile ein zweites Kind und das wollte sie nicht unbedingt noch großziehen. Sie hat es also dann nach der Geburt umgebracht und dieser Fakt, der wurde ganz schnell durch die Stadt eben auch ermittelt und dann hier an dieser Stelle im Mühlgraben, der hier drüben sich befunden hat, ersäuft, indem sie in einen Sack gesteckt wurde und durch den Gehilfen des Henkers mit einer langen Stange unter Wasser gedrückt wurde, bis also dann der Tod eingetreten war. Das fühlt sich richtig bedrückend an hier in diesem Kreis und dann erzählt er das auch noch so in einer detaillierten Art und Weise. Irre. Gruselgeschichten aus vergangenen Zeiten. Ein paar Straßen weiter hat sich eine Familientragödie ereignet. Ja, hier gab es auch Mord und Totschlag. Und zwar gibt es hier einen verbürgten Gerichtsfall aus dem Jahre 1604. Und da hat ein Georg Schumann, der hier seine Mutter besucht hat, seine Mutter und seine Schwester umgebracht. Und zwar war er ein verkrachter Tuchhändler und wollte von seiner Mutter das Erbteil haben. Dieses Erbteil wurde ihm aber nicht ausgehändigt. Er hat sie beide mit der Axt erschlagen und wollte sich dann der Truhe bemächtigen, in der das Geld war. Bis er bemerkte, dass also in dem Haus noch ein Schüler untergebracht war, der im Dachgeschoss wohnte.
Und der natürlich dann, als er dieses Zeter gehört hat, das Haus verlassen hat. Er hat die Nachbarschaft alarmiert und Georg hat dann in seiner Verzweiflung beschlossen, sich das Leben zu nehmen. Er stürzte sich im Markt in den Brunnen, wollte sich ertränken, wurde aber, weil man ja nicht wusste, dass er derjenige war, der da gerade eine Mordtat begangen hat, gerettet. Wieder so eine schöne, schaurige Stadtgeschichte, oh Gott. Wäre das auch was für euch, mal so eine Stadtführung zu machen mit Schauer-, Spuk-, Mord- und Totschlaggeschichten? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Themenstadtführungen werden in Aschersleben das ganze Jahr über angeboten. Sie dauern ungefähr 2 Stunden und kosten 7,50 € pro Person. Buchbar sind sie über die Touristinformation. Wer nicht so auf Halloween und Spuk steht oder was für Kinder und Jugendliche sucht, sollte sich unseren Tipp 2 merken. Der führt mich nach Bernburg an der Saale. Übrigens gar nicht so weit weg von Aschersleben. Mit dem Auto gut 20 Minuten. Hier begebe ich mich auf die Spuren des berühmt-berüchtigten Narren Till Eulenspiegel, der hier im 14. Jahrhundert der Sage nach Turmbläser beim Grafen von Anhalt gewesen sein soll. Ich bin ja gespannt. Bernburg hat eine Eulenspiegel-Erlebnistour, denn der Eulenspiegel ist hier quasi zu Hause. Hier drüben haben wir mitten auf dem Schlossplatz den historischen Eulenspiegelturm. Und ich will mir heute mal die Führung für Kinder und Familien anschauen und mitmachen. Die macht man eigentlich alleine, aber ich habe mir ein bisschen Unterstützung organisiert. Eine tolle Begleitung und ich muss direkt mal fragen, muss ich mich jetzt verneigen? Guten Tag, hallo? Oder? Nein, ich bin ein einfacher Kaufmann. Ich bin Volkerter Kaufmann. Begrüße Sie recht herzlich hier auf dem Schloss in Bernburg. Ich habe mir heute Unterstützung mitgebracht. Ich bin die Kräuterfrau Enne und werde die Till Eulenspiegel Erlebnistour begleiten. Ja. Und schade, dass man aus dem Fernsehen keine Gerüche transportieren kann, weil die Kräuterfrau riecht man schon ein bisschen. Wir haben sehr viel Knoblauch heute früh gegessen. Ja, ich höre schon. Alles gut. Alles gut. Muss ich Abstand halten? Nee, alles gut. So, ich habe hier so eine tolle Karte bekommen. Da stehen verschiedene Stationen drauf. Das heißt, wir haben heute feste Stationen, die wir besuchen. Wir werden hier auf dem Schloss beginnen. Das ist die erste Station und gehen dann über die Fähre, den Tiergarten, über die Parkeisenbahn, dann in den Märchengarten Paradies. Zunächst geht's ins Museum Schloss Bernburg. Das wurde erst frisch renoviert und punktet vor allem bei kleinen Besuchern mit einer interaktiven Ausstellung. Hier können 243 Millionen Jahre Geschichte entdeckt werden. Und die ältesten Bewohner oder die Spuren der ältesten Bewohner, die wir hier in unserer Region gefunden haben. Wir haben in Bernburg einen Kalksteintagebau und beim Abbruch des Kalksteins wurden diese Spuren entdeckt und man hat dann praktisch darauf Hinweise gefunden, dass hier bereits vor mehreren 100 Millionen Jahren Bewohner in unserer Region lebten. Ja, hier in diesem Raum erwartet unsere Gäste einen Tunnel, für die kleinen Gäste ein Muss, hier hindurch zu kriechen. Passen da auch große Gäste rein? Es kommt immer darauf an, wie groß und wie schlank sie sind. Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt meine Karte. Wenn ich stecken bleiben sollte, dann ziehen Sie mich am besten auf der anderen Seite wieder raus. Ja? Zieht, ich schiebe. Oder so machen wir das. Gut, dann tauche ich jetzt mal ab. Boah, bin ja schon lange nicht mehr hier gekrochen. Ja, in Bernburg kann man mal abtauchen. Macht auf alle Fälle Spaß. Es ist natürlich eine sehr eigene Perspektive. Man bekommt hier auch was gesagt. Ja? Und hier gibt es noch so kleine Bildchen, die man sich anschauen kann. Aber sofern man als Erwachsener nicht ganz so stämmig gebaut ist, kann man hier mal durchkriechen. Nach dem Rundgang bekomme ich noch meinen Museumsaufenthalt bescheinigt. Erster Stempel. Hey. Diese Aktionskarten gibt es übrigens in vielen Freizeiteinrichtungen der Stadt. Die Tour führt uns als nächstes übers Wasser. Fährmann, hol über! So wird hier in Bernburg die Fähre gerufen. Nach der entspannten Überfahrt sammle ich den zweiten Stempel. Und dann geht's direkt zur nächsten Station, in den Bernburger Tiergarten. Erdmännchen gucken. Erdmännchen ist ja absolutes Pflichtprogramm für mich. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich liebe Erdmännchen. Zu guter Letzt führen mich Kräuterfrau und Kaufmann zur Bernburger Parkliese. Die bringt uns in den Märchengarten, der 11 Grimmsche Märchen präsentiert. Hänsel und Gretel, Aschenputtel. Haben Sie ein Lieblingsmärchen hier im Park? Ja, mein Lieblingsmärchen ist Rumpelstilzchen. Das Rumpelstilzchen.
ein bisschen gruselig. Die Eulenspiegel-Erlebnistour wird zwischen Mai und Oktober angeboten. Sie ist für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ausgelegt. Weitere Infos, auch zu geführten Touren, gibt's bei der Stadtinformation Bernburg. Alle 5 Stempel komplett, Karte ist komplett. Damit haben wir die Tour abgeschlossen, die Eulenspiegel-Erlebnistour. Ja, Schloss, Fähre, jede Menge Tiere, Parkeisenbahn, Märchengarten. Hier gibt es die volle Packung Erlebnis für die ganze Familie in Bernburg. Was würdet ihr in der Stadt unternehmen? Schreibt uns das in die Kommentare rein. Übrigens, schon mit 3 gesammelten Stempeln landet man im Lostopf. Familien können diverse Erlebnisse in Bernburg gewinnen. Tipp 3 ist für all jene mit einem süßen Zahn. Die kommen im Norden Sachsen-Anhalts auf ihre Kosten, genauer gesagt in Salzwedel. Hier gibt's das sogenannte Baumkuchen-Tasting. Ich muss Ihnen erst mal ein Geständnis machen. Als ich Salzwedel und Stadtführung gehört habe, habe ich erst mal zuallererst an Baumkuchen gedacht. Den sehen wir ja heute auch noch. Ja. Ich habe dann aber so gedacht, was gibt es denn sonst noch in Salzwedel? Mir ist noch nichts eingefallen, weil ich noch nicht wirklich hier war. Oh, ganz viel anderes. Aber da sind Sie in guter Gesellschaft, weil viele Touristen, die hierher kommen, auch zunächst an Baumkuchen denken. Überall, wo man als Salzwedler hinkommt, wird man angesprochen auf den Salzwedler Baumkuchen. Er ist eben eine Berühmtheit, sodass man bei der Baumkuchenführung vorrangig Cafés ansteuert. Meine Stadtführerin Gabriele zeigt mir die erste Adresse. Baumkuchen, da ist er doch. Genau. 3 Adressen, darunter dieses Café, backen noch nach Salzwedler Originalrezept von 1807. Serviert wird Baumkuchen auf unterschiedlichste Weise. Ich erfahre, je dünner geschnitten, desto besser der Geschmack. Das mit den dünnen Scheiben, das merkt man. Wenn die so dünn geschnitten sind, dann schmeckt er gleich ganz anders. Auf dem Weg zum nächsten Café lerne ich ein paar Insider-Ecken kennen. Über 600 Fachwerkhäuser stehen in Salzwedel. 2 davon zeigt mir Gabriele genauer. Das ist hier ein Verein. Und dieser Verein nennt sich Verein zur Rettung des Bürgermeisterhofes, die hier praktisch ehrenamtlich und ganz freiwillig hier dieses Ensemble wieder erhalten und aufbauen. Diese Mauer, die man hier so sehr schön sieht in diesem kleinen Stübchen, das ist die innerstädtische Stadtmauer, also die Trennung zwischen Alt- und Neustadt. Die im Lokal jetzt da? Ja, genau. Ich hatte ja gesagt anfangs, dass es 2 Städte Salzwedel gab, die Alt- und die Neustadt. Begonnen haben wir in der historischen Neustadt. Und die beiden Städte haben sich mit einer Mauer voneinander getrennt. Die letzte Station wird heiß. Café Nummer 2 zeigt Besuchern, wie Baumkuchen hergestellt wird. Eigentlich in einer modernen gläsernen Bäckerei. Extra für uns wurde aber der historische Ofen angeschmissen. Baumkuchenbacken ist Handarbeit, eine Wissenschaft aus vielen Schichten und unterschiedlichen Glasuren. Zum Schluss wird probiert. Ja, die schmeckt natürlich super. Also die Vollmilchschokolade schmeckt auch echt gut. Sogar die Schokolade außen. Aber das schmeckt ja auch gut. Ach, es schmeckt alles gut. Ja. Ist ja unerhört. Schmeckt alles gut. Viel zu gut, ja? Ja. Was ist denn Ihre Lieblingssorte? Also meine Lieblingssorte ist auch die mit Fondant, also das ursprüngliche, weil ich finde, dann schmeckt man den Baumkuchen eigentlich richtig gut raus. Die Schokolade ist sonst ein bisschen dominant, aber die Geschmäcker sind ganz unterschiedlich. Manch einer schwört immer auf Bitterschokolade Ja. und möchte gar nichts anderes. Aber vor allem der Teig, den macht's Ja, aus. genau. So schmeckt nur Baumkuchen und den muss man in Salzwedel einfach probieren. Also die Fondant-Glasur, die ist mein persönlicher Favorit. Wie wäre es denn bei euch? Traditionell, Zartbitter oder Vollmilchschokolade beim Baumkuchen? Schreibt uns das mal in die Kommentare rein. Die Baumkuchenstadtführung durch Salzwedel dauert ungefähr 1,5 Stunden, ist ausgelegt für 8 bis 20 Personen und kostet 14 € inklusive Baumkuchengedeck. Sie ist ganzjährig buchbar über die Touristinformation. Also das war auf alle Fälle die leckerste Runde hier in Salzwedel. Das waren unsere 3 Tipps für 3 tolle Eventstadtführungen durch Sachsen-Anhalt. Vielleicht war was für euch mit dabei. Ansonsten wisst ihr, jeden Mittwochabend kommt hier auf diesem Kanal eine neue Folge raus. Ausflugstipps aus Mitteldeutschland. Lasst gerne ein Abo da für den Kanal und liked diese Folge. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder hier bei Hinreisend. Macht's gut.